Hallo Minecraft-Freunde, ich bin Sergeant Liquid und begrüße euch heute wieder in meiner Einchunk-Welt. Den Download-Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Heute möchte ich euch einen Binär-Analog-Wandler mit Dualausgabe vorstellen und dazu dieses Eingabefeld 2. Das hat was damit zu tun, dass die Codierung einen kleinen Tick anders ist. Ja, fangen wir mal erstmal mit dem Eingabefeld an am besten und dann erkläre ich euch den Dual-Analog-Wandler. So, das Eingabefeld 2 unterscheidet sich vom ersten Eingabefeld, was da hinten irgendwo steht, dadurch, dass ich hier eine Reihe Beobachter hinzugefügt habe als Startbit, damit er mit unserem Binär-Analog-Wandler auch arbeiten kann. Hier habt ihr jetzt die fertige Version. Diese kann jetzt mit einem Nulltick Unterschied zwischen den Signalen, kann diese jetzt arbeiten. Ja, also die kann uns hier tatsächlich direkt Binärcodes hintereinander weg dekodieren. Ja, deswegen ist auch hier das so entsprechend aufgebaut. Ja, und diese ganze Geschichte, der wandelt uns also erstmal das Binärsignal, was hier generiert wird, hier dann in ein Analogsignal um, lädt das in diese zwei Speicher. Das hier ist ein Speicher und das hier ist ein Speicher. Und sobald beide Speicher gefüllt sind, gibt er uns das hier an dieser Stelle quasi als zwei Analogsignale gleichzeitig aus. Das könnt ihr dann benutzen, wenn ihr zum Beispiel das ans Lager anschließt und ihr kennt die Lager-ID von einem bestimmten Item. Dann könnt ihr zum Beispiel die 1 und die 15 auswählen und die wird dann euch hier auch ausgegeben. Da hat man es gesehen, hier war die 15, hier war die 1. Hier ist jetzt nichts passiert. Ja, ich kann das jetzt nochmal andersrum demonstrieren. Also 15 und 1 und jetzt sehen wir, ja, hier war die 1 und hier war die 15. Die 1 sah gerade ein bisschen schwach aus. Will ich auch gerade noch mal kurz gucken, ob die auch wirklich durchgeschaltet worden ist. Ja doch, ist durchgeschaltet worden. Super. Ja, so, das könnt ihr aber auch jetzt benutzen, wenn ihr zum Beispiel Farmen ansteuern wollt oder Häuser im Licht oder sonst irgendwo. Ja, dafür habe ich hier hinten noch mal so ein doppeltes Alex aufgebaut. Ja, das habe ich jetzt hier geladen mit dem Signal 3 und hier ist das Signal 5. So, also, das heißt, wenn wir jetzt hier die 3 und die 1, 2, 3, 4, 5 auswählen, dann sehen wir hier oben, gehen auch die Verstärker aus. Ja, das funktioniert hier folgendermaßen. Der macht hier einen Vergleich. Und wenn beide, nur wenn beide Stromstärken übereinstimmen, gehen beide Fackeln aus. Und hier oben geht dann das hier aus. Das heißt, ihr könnt dann im nächsten logischen Schritt, könnt ihr hier dann auch eine Fackel zur Not dran setzen. Könnte man jetzt eigentlich mal versuchen, ob das sogar direkt schon so mit einer Fackel funktioniert. So, also 3 und 5. Schauen wir mal. Ja, super, genau. Und wir sehen, hier würde dann die Fackel angehen und ihr könnt dann damit natürlich alles Mögliche steuern, wie ihr wollt. In dem Fall könntet ihr dann zum Beispiel auch eine Farm steuern. Also ihr könntet dann sagen, okay, alles hier auf 1 sind meine Farm und dann kann ich hier bis zu 15 Farmen an- und ausschalten. Dann könnt ihr sagen, ja, hier auf der 2, da sind dann meine Lampen und ich kann dann bis zu 15 Lampen schalten. Oder ihr sagt, das ist das Stockwerk und ihr habt dann hier Lampen und Türen. Oder ihr sagt dann hier Türen und könnt dann bis zu 15 Türen steuern. Da, ja, ihr könnt damit quasi so viel machen, wie ihr wollt. Was ihr hier jetzt natürlich nicht habt, das ist eine Rückmeldung. Ne? Also es ist ein reines Eingabefeld, mit dem ihr dann einen Befehl einfach nur abschicken könnt. Aber
Ihr könnt das hier über ein Binärsignal dann losschicken. Ihr könntet auch theoretisch euch das hier oben nochmal dekodieren lassen. Oder, das habe ich noch nicht ausprobiert, müsste man mal schauen, ob das vielleicht sogar mit dem RSA funktioniert. Oder, ja, wahrscheinlich eher nicht, weil uns da ein paar Signale fehlen. Ja, funktioniert leider nicht ganz so gut, glaube ich. Ja, gut. Aber das soll es dann erstmal gewesen sein. Falls ihr hier irgendwie mal Kombinationen mit RSA oder so hinbekommt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin schon fleißig dabei, an der neuen Structure World zu arbeiten. Es wird mit Sicherheit später als das Release-Datum werden. Ja, ich arbeite gerade noch in einem Pre-Release und ja, wenn dann die 1.18 kommt, dann baue ich auch die Welt weiter aus und dann seht ihr diese ganzen Strukturen vielleicht auch dann einmal in Kombination in einer Welt, wie man das dann alles zusammenfügen kann. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts. Und dann wünsche ich euch viel Spaß hiermit und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.